Liebe Zuschauer, ohne Freunde wäre die Welt eine Wildnis, sagt Francis Bacon. Ein Bekenntnis, das bis heute mehr an Wahrheit gewonnen als verloren hat, denn der Wunsch nach Freundschaft wächst. Doch für viele Menschen wachsen auch die Vorbehalte und Enttäuschungen, wenn sie über ihre Erfahrungen mit Freunden sprechen. In dem nun folgenden Film von Heide Schah-Jacobi und Inge Nordhoff aus der Serie Gefühlssachen werden Menschen unterschiedlichen Alters vorgestellt, die sich mit dem Thema Freundschaft auseinandersetzen. Also in der Klasse, da habe ich überhaupt gar keine Freunde. Und ich probiere immer, mich denen anzupassen, aber ich werde immer wieder ausgestoßen. Und sie wollen mich dann auch überhaupt nicht aufnehmen. Ich kann dann dort überhaupt nicht bei den Spielen und so mitmachen. Und also darüber bin ich eben sehr traurig. Und wir reden dann noch öfters so in der Klasse darüber, über Klassengemeinschaft und so, aber manche, die wollen das dann eben nicht einsehen. Ja, ich erwarte wahrscheinlich einfach zu viel. Ich erwarte, dass meine Freunde wohl so kleine Psychiater sind, die meine Gedanken lesen können, meine Probleme sehen. Und wenn ich meine Anforderungen vielleicht ein bisschen runterschrauben würde, dann hätte ich vielleicht auch irgendwann ein paar Freunde. Also ich hoffe, dass ich das irgendwann schaffen werde. Ja, also ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit der Freundschaft. Ich habe mich immer sehr engagiert für Freundschaften. Ich bin immer für jeden da gewesen, habe mich sehr eingesetzt und bin dann bitter enttäuscht. Seitdem sind die Freundschaften aus meinem Leben gestrichen. Ich habe nur noch meine Familie und meinen Beruf. Worte, Gedanken, Erfahrungen, Aussagen von heute zu einem Begriff, der seit Jahrhunderten die Menschen begleitet, der unterschiedlichst definiert und von jedem Menschen anders erlebt wird. Zitat: Die Menschen haben keine Zeit mehr, etwas selber zu machen. Sie kaufen die fertigen Sachen in den Geschäften. Es gibt aber keine Geschäfte, die mit Freunden handeln. Deshalb haben die Menschen heute keine Freunde mehr. Das sagt der Fuchs dem kleinen Prinzen in der Geschichte von Antoine de Saint-Exupéry. Ein Märchen, aber wahr empfunden von vielen, auch und gerade heute. Zugegeben, Freundschaft ist schwierig geworden. Der Lebensrhythmus beschleunigt, der Bekanntenkreis zwar erweitert, die Vertraulichkeit aber, die Geborgenheit, die Zuverlässigkeit der menschlichen Beziehungen beeinträchtigt. Noch nie war man so mobil wie heute. Mobilität kann Kontakte schaffen, aber Mobilität reißt auch Wurzeln aus. In einer Zeit emotioneller Erregbarkeit, einer Zeit des Konkurrenzdenkens und Kämpfens, in einer Zeit der Ungewissheit wächst die Sehnsucht nach Liebe, nach Nähe, nach Freundschaft. Freundschaft ist für mich für den Nächsten, für meinen Freund Zuneigung zu empfinden, ihn gern zu haben, lieb zu haben und ihm gegenüber eine gewisse Offenheit darzulegen und dass man für ihn da ist, wenn man sich braucht, ihn braucht oder wenn er einen braucht. Das finde ich ist wichtig für eine Freundschaft. Ganz wichtig sogar. Also, nee, das ist hier. Die klopft doch mal ordentlich oben drauf, dann geht das auch. Das ist der.
Sie leben in Hannover. Thomas ist 20. Er leistet zurzeit seinen Zivildienst ab. Gunnar, 19 Jahre alt, macht nächstes Jahr Abitur. Angelika, auch 20, geht zur Fachschule für Sozialpädagogik. Sie lernten sich kennen über die kirchliche Jugendarbeit. Das hat sie zusammengebracht vor 5 Jahren. Heute sind sie Freunde, alle 3. Freunde, die sich fast täglich sehen, die sich helfen, auf die sie sich verlassen. Was geht denn da jetzt nicht? Ich kannte Thomas ja schon vorher und habe Angelika dann noch kennengelernt. Ich war sehr verliebt in sie damals. Und wir haben zusammen, gemeinsam in einer Kirchengemeinde Jugendarbeit angefangen. Wir haben Jugendgruppen aufgebaut und haben gemeinsam eine Sache aufgebaut. Und wir konnten uns damals dadurch unheimlich gut kennenlernen. Das war so die Anfangszeit, ne, von uns 3. Du sagst, du warst verliebt in Angelika. Was ist denn aus der Liebe geworden? Jetzt seid ihr Freunde. Ja, es war so, dass der Thomas noch dazu kam. Und die beiden haben sich also tief und innigst dann verliebt. Eigentlich wäre es ja nun so gewesen, dass ich ja nun hätte sagen müssen, nee, ist nicht. Ich verlasse euch beiden jetzt. Aber irgendwo, ich hing noch an Angelika sehr und ich kannte Thomas vorher schon und hing an ihm auch sehr. Und das hat mich halt bewogen, trotzdem die beiden noch oft zu besuchen, mit denen zusammen Jugendgruppen zu machen und gemeinsam Gemeindearbeit. Und das fand ich sehr wichtig. Und dadurch entstand dann halt unsere Freundschaft und dies hat sich bis heute ganz gut gehalten. Angelika, wie ist das für dich? Normalerweise gehen ja Freundschaften kaputt oder sie werden nicht mehr so intensiv betrieben, wenn also nur eine ganz dicke Liebe dazwischen kommt oder dazukommt. Also bei mir sieht das so aus, dass am Anfang einer Freundschaft immer ein Verliebtsein in den Menschen vorausgeht. Erstmal dieses Verliebtsein und dann so eine Kennenlernphase. Und dann kann man das Ganze schon etwas nüchterner betrachten. Entweder es wird daraus dann eine Freundschaft oder eine Liebesbeziehung, so wie bei uns. Aber dir war es wichtig, die Freundschaft neben der Liebe zu Thomas zu pflegen und sie auch zu haben. Ja, das ist mir sehr wichtig, dass ich nebenbei auch noch andere Freunde habe, andere Gesprächspartner auch. Mit Gunnar zum Beispiel kann ich gut über irgendwelche Probleme zwischen Thomas und mir reden. Und außerdem finde ich das einfach wichtig, nicht nur sich auf einen Partner zu konzentrieren, sondern auch wirklich noch Freunde nebenher zu haben. Und ich sehe das so in meinem Familienkreis oder sonst wo, ja, dass das so aussieht, dass in der Ehe dann keine weiteren Freunde zugelassen werden, dass es da Ärger gibt. Und das finde ich ganz schön schlimm. Thomas, was ist denn Freundschaft für dich? Du liebst Angelika und brauchst oder suchst den Freund in Gunnar. Ja, also eine Freundschaft halt als ein Ansprechpartner, mit dem man also über alles reden kann. Also nicht nur über tiefgreifenden Sachen, sondern auch mal einfach nur so rumjuxen, mit dem man auch mal schweigen kann, also mal nichts reden und dem man selber vielleicht hilft und der einem dann selber auch helfen kann. Wenn irgendwie Schwierigkeiten da sind, mit denen man selber nicht fertig wird oder halt in der Liebesbeziehung sozusagen, dass dann halt der Freund da ist, mit dem man darüber reden kann, der das Ganze dann vielleicht ein bisschen objektiver sieht. So als neutrale Instanz. Genau. Gunnar, du hast ja lernen müssen zu teilen. Nicht? Und ich glaube, der Übergang vom Verliebtsein zum Freundwerden ist ja sicherlich nicht ganz so schmerzlos gewesen. Sicherlich. Also ich habe also oft gedacht, Mensch, gerade der hat es geschafft und ich nicht. Aber das war für mich irgendwo ja nicht so wichtig. Ne? Wichtig war für mich, also ich hing an Thomas und an Angelika und das war für mich wichtig. Ich hatte natürlich manche Stunden, wo ich gesagt habe, Mensch, warum hast du das nicht geschafft? Aber trotzdem hat uns ja noch was verbunden. Die gemeinsame Arbeit, die wir geleistet haben und immer noch leisten, das war für mich wichtig. Ne? Und ja, ich mag sie beide ganz gern und unheimlich gern sogar. Und deswegen hat mich das also nicht weiter gestört, dass die beiden zusammen waren. Ne? Das tut auch nicht weh, da ist kein Sicherlich, Neid, es hat keine wehgetan, Eifersucht. natürlich. Also anfangs war die da, aber ich musste lernen, damit umzugehen. Ne? Ich habe es gelernt. Es war schwierig in den Anfangszeiten, ne? Weil ich wirklich eifersüchtig war, aber tja, wir kamen trotzdem zusammen. Ne? Ihr kennt euch jetzt 5 Jahre. Habt ihr denn erlebt, dass eure Freundschaft sich so in verschiedenen Phasen entwickelt hat? Dass es also so ähnlich wie bei der Liebe verschiedene Stadien gibt? Sicherlich. Also für mich war es also sehr wichtig,
Vertrauen zu finden bei den beiden, bei Angelika sowie bei Thomas. Ne? Das musste sich aber auch langsam erst entwickeln. Ne? Dass wir gegenseitig sagen konnten, ich habe Vertrauen zu dir, Thomas, und zu dir, Angelika. Und die beiden mussten es aber auch sagen können. Ne? Das musste also auf Gegenseitigkeit berufen. Ne? Fand ich. So. Ja. Das mussten wir aber auch erst lernen. Ja, am Anfang war es halt so, dass wir halt so, worüber wir gesprochen haben, das war alles reichlich banal. Halt so, wie man so mit Bekannten spricht. Und irgendwann hat man sich dann halt auch über andere Leute unterhalten, so ein bisschen tiefgreifender und ja, und dann halt auch mal über sich selber. Das ist der Punkt, wo die Bekanntschaft zur Freundschaft übergeht, wo man in sich reingucken lässt. Man offen zueinander wird, auch was von sich selbst erzählt. Das ist wichtig. Gunnar, kannst du mir mal die Dose aufmachen? Inzwischen teilen sie fast ihren Alltag miteinander. Meist treffen sie sich in der kleinen Wohnung von Thomas und Angelika. Sie fühlen sich verantwortlich füreinander, mussten aber auch schon erfahren, dass Freundschaft verletzlich ist. Wir haben uns kurbeln, ne? So eine Krise gab es, als wir im Sommer zusammen eine Woche im Urlaub waren. Zu dritt? Zu dritt, ja. Und ich weiß nicht, wie das kam, aber auf jeden Fall ging mir Gunnar ganz furchtbar auf die Nerven. Mit seiner ganzen Arroganz und ich weiß auch nicht, wie das gekommen ist, aber wir haben das ganz gut bewältigt nachher. Wir haben darüber gesprochen und haben auch Kritik geübt aneinander und die auch angenommen. Ja, zumal ich es selbst ja auch gesehen habe. Ne? Ich meine, ich habe meine Arroganz aber auch erst später, nach der Woche. Ne? Das hat mich dann so belastet, wo ich dann einfach den Drang hatte, euch das auch noch zu erzählen, habe dann gleich am nächsten Tag noch angerufen, weil das für mich auch wichtig war. Ich wollte diese Freundschaft nicht kaputt machen, ne? Obwohl das mir in dieser Woche da gar nicht so bewusst war. Ne? Ihr sagt, dass ihr euch kritisiert. Das ist ja eigentlich die Situation, die man vom Freund nicht gerne hat. Man sucht ja da eigentlich Bestätigung, angenommen werden. Wie seht ihr das? Aber ich finde das gerade wichtig, dass vom Freund Kritik kommt, damit ich weiß, was ich an mir selbst verändern kann. Ne? Und ich bin ja nicht perfekt. Möchte ich schon ganz gern wissen, was so meine Freunde stört. Und das gemeinsame Lernen dadurch, das finde ich auch sehr wichtig. Ne? Also gerade vom Freund Kritik finde ich sehr wichtig. Was unterscheidet denn bei euch Freundschaft und Liebe? Wo sind die Grenzen der Freundschaft oder was ist der Unterschied? Eine Liebesbeziehung, das ist manchmal so eine ganz blinde Sache irgendwie. Man ist verliebt, am Anfang zumindest erstmal verliebt. Und das macht blind für die Fehler des anderen, ja, und auch für meine Fehler. Ne? Und da muss man erstmal drüber wegkommen. So. Bei uns ist das, Verliebtsein ist nicht mehr da, sondern es ist Liebe geworden. Es ist noch was ganz anderes. Und wir sehen unsere Fehler jetzt. Ne? Ja, bei Liebe sehe ich das so, dass aber auch eine gewisse Angst herrscht, ne? Zwischen zwei Partnern, dass man sich verlieren kann. Ne? Und bei Freundschaften sehe ich das so, dass da eigentlich die Positionen ganz klar sind. Ne? Was muss man denn nach euren Erfahrungen überhaupt für Freundschaft tun? Ich meine, es gibt ja kaum Dinge, die von alleine gehen und die von alleine gut gehen. Was gehört dazu, so eine Freundschaft zu halten? Vor allen Dingen füreinander Zeit haben erstmal. So die Nähe. Dass der Freund dann da ist, wenn ich ihn brauche. Dass er Zeit für mich hat und ich Zeit für ihn habe. Nicht ganz wichtig. Aber ihr setzt auch Grenzen. Ihr sagt auch, jetzt nicht oder bis dahin und nicht weiter. Oder ist das absolut die totale Offenheit? So würde ich das nicht sehen. Also ich setze da schon meine Grenzen. Doch. Wo sind die? Ja, wenn ich mal irgendwie nicht ganz offen sein möchte, zum Beispiel, wenn ich Gunnar in diesem Moment das nicht sagen kann, setze ich da Grenzen und sage, ich kann da jetzt noch nicht drüber reden, ne? Dann möchte ich nicht. Und das wird akzeptiert, Gunnar, wenn du spürst, Angelika sagt jetzt nein,
jetzt nicht? Ja, aber ich komme mit Sicherheit darauf zurück. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall. Damit ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Ich akzeptiere das, finde ich sogar, ist notwendig. Aber später komme ich da bestimmt darauf zurück. Aber ihr fordert ja sehr viel voneinander. Ist das für euch mit Sinn der Freundschaft? Ja, doch. Unsere Arbeit hat viele Probleme und Auseinandersetzungen auch ganz einfach verdrängt, sagen sie heute und bestätigen damit, was viele erfahren. Freundschaft erhält auch Dauer und Stabilität durch eine gemeinsame Sache, eine Idee, ein Ziel. Heute bereiten sie ein Fest vor, eine Fete der gemeinsam herausgegebenen Jugendzeitschrift. Da muss einer das hier so halten. Nee, in der Mitte geht das nicht, Gunnar. Das hält auch nie. Was bauen die da auf der Bühne? Wir können über alles reden miteinander, sagen sie. Wir können schweigen, aber wir müssen auch manchmal unheimlich albern sein. Wenn ihr an eure Freundschaft denkt, wovor habt ihr Angst? Ja, also ich habe Angst davor, dass das in die Brüche gehen könnte, wenn Gunnar jetzt im nächsten Jahr aus Hannover wegzieht und dann anfängt zu studieren. Dann sind wir uns nicht mehr so nah. Ja, wir haben keinen Alltag mehr zusammen. Wir sehen uns vielleicht ganz selten nur noch. Und du ziehst ja auch ziemlich weit dann weg. Und dann fehlt die Zeit und die Nähe halt. Und ich habe Angst, dass es dadurch in die Brüche gehen könnte. Ja, ich habe da auch ziemlich viel Angst vor. Und ich denke, dass ich dann auch sehr viel Zeit investieren werde, also um Briefe zu schreiben und um doch nach Hannover zu kommen. Ne? Einfach, weil ich das so peu à peu, das kann ich nicht. Ich kann auf die beiden nicht verzichten, das geht nicht. Soll ich noch ein bisschen oder möchten Sie jetzt auch öffnen auf A? Ich denke, wir nehmen jetzt ein bisschen A, nicht? Ja. Jetzt machen wir erstmal diese kleinen Terzen, ja? Okay. Die Verbindung noch ein bisschen ohne, also ganz ohne... Eva Ambrosius. Sie ist Gesangspädagogin, das heißt, sie bildet Sänger und Sängerinnen aus. Sie ist 75 Jahre alt, lebt und arbeitet in Darmstadt. Sie ist verwitwet und hat einen Sohn. Geboren, aufgewachsen ist sie in Berlin. Dort lernte sie auch ihre Freundin Ursel kennen. Der erste Schultag vor 69 Jahren war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Wir sind dann 10 Jahre lang denselben Schulweg gegangen und haben die Schule zusammen durchgemacht. Ja. Wir haben zusammen gespielt und da ich ein bisschen zart beseitet war und ein bisschen schlank und ein bisschen ängstlich, habe ich mich sehr schnell an Ursula oder Ursula an mich, das weiß ich natürlich nicht. Waren Sie unterschiedlich? Ja, sie war sehr aktiv, sehr bewusst, stark möchte ich fast sagen, kräftig, körperlich, was sie auch heute noch immer mehr ist als ich. Und ich wurde von ihr, wenn ich also einen Finger gestochen hatte und leicht ohnmächtig wurde und ins Lehrerzimmer getragen wurde, dann war sie ganz aufgeregt und fand das unheimlich interessant und war um mich rum. Wenn ich auf dem Hof fiel, das Knie ein bisschen blutig war, sie war dabei, sofort mir was zu helfen, mit einem Taschentuch drüber zu streichen oder sowas. Und fand das eben auch sehr interessant. Nicht? Haben Sie sich in der Unterschiedlichkeit ergänzt? Ist das für Sie mit wichtig in einer Freundschaft? Ja, ganz sicher. Wie in einer Ehe. Nicht? Da ist ja wirklich eine gewisse Parallele. Nicht? Die lebendige, fürsorgliche, damals fürsorgliche Art für mich und meine Möglichkeit, von ihr behütet zu werden. Das war, beschützt zu werden. Wenn mir eine langte, nicht, dann ist die auf die losgegangen. Und was haben Sie für die Freundschaft getan? Und für Ursel? Ich war ihr Vertraute. Sie konnte mir erzählen, und das hat sich natürlich im Laufe der Jahre sehr gesteigert, sie konnte mir ihre Probleme erzählen, ihre Schwierigkeiten erzählen. Wir haben über die Lehrer gemeinsam gelacht. Wir sind aus derselben geistig, muss ich sagen, auch gesellschaftlichen Atmosphäre. Nicht? Denn das spielt sicher eine gewisse Rolle. Mit dem einen spielt man gerade, weil er ganz anders ist und weil er eben wirklich in der Nase bohrt und spuckt und unangenehme Dinge sagt. Und mit dem anderen ist man zusammen als Kind, weil er auch die schönen Bücher liebt und weil er auch
eine reizende Mutter hat oder die Atmosphäre zu Hause warm und ähnlich wie zu Hause ist. Nicht? Und das war in diesem Fall sehr stark. Nicht? Die Ähnlichkeit. Ich bewunderte ihre Klugheit. Ich fand sie viel klüger als mich. Sie war immer besser in der Schule als ich. Und sie liebte an mir das Spontane und etwas Ängstliche und Zärtliche. Und das ist bis zum gewissen Grade natürlich fürs ganze Leben geblieben. Es blieb, obwohl sich nach der Schulzeit ihre Wege trennten. Nie mehr lebten sie an einem gemeinsamen Ort, aber nie verloren sie den Kontakt zueinander. Trennung durch Raum und Zeit wäre gar nicht möglich gewesen, weil eine Verbindung auf geistig, seelischer und emotionaler Basis nie gestört wurde. Ob das jetzt durch Krieg, Zeit, wo wir gar keine Möglichkeiten hatten, uns zu sprechen, oder vorher dadurch, dass sie auf der Universität und ich auf der Musikschule war, in Berlin blieb und dann nachher im Engagement war, das hat keinen entscheidenden Untergrund gestört. Ne? Ja, ich ein bisschen anders. Ja, ja. Sieh doch, der. Gestört wurde die Verbindung auch nicht durch die Ehen der beiden Freundinnen. Und wenn sie sich heute sehen, besuchen, ein-, zweimal im Jahr, genießen sie fröhlich und intensiv, so wie sie es von klein auf gekonnt haben, ihre gemeinsamen Erlebnisse, die Geschichte ihrer Freundschaft. Hier habe ich diese Eidechse aus Sand gemacht. Guck. Das noch, nicht? Und gleich kommst du. Hier sind wir noch. Ehe und Freundschaft haben gewisse Ähnlichkeiten, nicht? Dies aneinander reif werden, aneinander austauschen von menschlichen, praktischen, seelischen Problemen, Schwierigkeiten, Beglücktheiten, gemeinsame Interessen, die man immer wieder auch bestätigt bekommen möchte von dem Freund, von der Freundin in diesem Fall. Nicht? Glauben Sie oder haben Sie erfahren, dass es schwieriger ist, im Alter neue Freunde zu finden? Das heißt, lässt die Kraft nach, lässt der Wunsch danach nach? Das würde ich wohl sagen. Es lässt zwar nicht der Wunsch danach nach, aber es ist ein gewisser Sättigungsgrad erreicht. Man hat ja eine ganze Reihe Freundschaften geschlossen. Man hat eine Ehe, man hat ein Kind, man ist dadurch sehr ausgefüllt. Da ist ja, weil alles das ja Arbeit am anderen bedeutet, immer Arbeit an sich selbst, Entwicklung, Veränderung, ist das Bedürfnis zwar generell da, aber speziell nicht so stark. Und die Arbeit an Menschen, dadurch, dass ich beruflich auch sehr engagiert bin, lässt natürlich dieser Wunsch nach. Und es muss schon etwas Besonderes dazu kommen, dass man eine neue Freundschaft schließt. Ich jedenfalls brauche sehr lange, um da zu einem Du zu finden, zu einer wirklichen Vertrautheit, wie sie in dieser alten, jahrelang bewährten Freundschaft eine Selbstverständlichkeit war. Hat sich denn Ihre Freundschaft zu Ursel im Alter verändert? Haben Sie verschiedene Phasen durchgemacht? Ja, natürlich. Einmal durch die räumliche Trennung, dass man da inzwischen jeder sich entwickelt hat. Und das war eben immer auch eine gewisse Aufregung, wird man sich wieder so finden? Und das war eben diese Bestätigung, dass man sich wiederfand. Und das, glaube ich, ist was sehr Einmaliges auch. Ich glaube nicht, dass das ohne gegenseitige und eigene, intensive Erkenntnisarbeit an sich selbst überhaupt möglich ist. Nicht? Und da das gewissermaßen parallel immer gelaufen sein muss, ohne dass wir das wussten, hat sich das im Laufe der letzten 10, 20 Jahre und nach dem Verlust des Partners, des eigenen Partners, natürlich noch mehr intensiviert. Die Freundschaft hat auch an Wichtigkeit gewonnen als Korrektiv. Wir sind in ein Alter gekommen, wo man Schrullen und Verrücktheiten hat. Und wir haben uns von vornherein immer versucht, da gegenseitig zu helfen, dagegen anzugehen, was ein Ehepartner selbstverständlich getan hätte, jedenfalls in unserem Fall, nicht? Denn wir haben ja nicht eine Ehe geschlossen, in der wir nun dick und fett werden, sondern wo eben ständig ein Arbeiten und Leben miteinander
auch Veränderung und Korrektiv bedeutete. Und das bedeutet also auch im Alter, Freundschaft bringt Kritik. Aber selbstverständlich, Freundschaft ist ja fast gesucht, um eine liebevolle Kritik zu haben. Denn in der im gesellschaftlichen Kontakt, da wird das alles hingenommen, nicht als selbstverständliche Freundlichkeiten gesagt. Und Freundschaft ist genau das, dass man eben auch die Schwierigkeiten des anderen mit auf sich nimmt und mit dem Partner zusammen versucht, daran zu arbeiten und das wegzubringen. Nicht, ich bin nun 70 und jetzt bin ich perfekt. Genau das Gegenteil ist der Fall. Nicht? Da geht es erst richtig los, dass man sagt, um Gottes Willen, du wirst jetzt ja doch nicht zufrieden mit dir sein. Nicht? Und das ist bei uns beiden ganz stark ausgeprägt und wir exerzieren das nach der, möchte ich sagen, von Jahr zu Jahr eher intensiver, weil die Gefahr, altersmäßig Schrullen zu kriegen, ja nicht nachlässt, sondern eher größer wird. Nicht? Ja. Ja. Und ich finde es eben doch wunderbar, wenn du mitgehst. Mehr. Freundschaft braucht Muße, Geduld und viel Instinkt, sagt Eva Ambrosius. Und sie erklärt damit, warum es für viele Menschen heute so schwierig geworden ist, Freundschaften zu erhalten. Wahrscheinlich einfach, weil das zu schnell jemand Freund genannt wird. Das erlebe ich immer wieder. Mein Freund, wieso Freund? Siezt, hat keine Ahnung. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich Menschen kennenlerne, zu denen ich Sympathie empfinde, wo also gegenseitig die Möglichkeit zur Freundschaft besteht, wo dieses Atmosphärische da ist bis zum gewissen Grade, da brauche ich Jahre, viele Jahre, bis ich auch nur den Gedanken an ein Du habe. Weil ein Du eben doch in meinen Augen etwas ist, was eine starke, sympathische Angeglichenheit und Vertrautheit bedeutet. Und das kann man im älteren Alter, also schon in den mittleren Jahren, habe ich das nie schnell schließen können. Ich bin oft sogar so versucht gewesen zu sagen, oh, bitte lassen Sie das noch beim Sie. Nicht? Glauben Sie, dass das wirklich vor schlechten, vor negativen Erfahrungen schützt, auch vor Enttäuschung? Ja, schon alleine deswegen, weil dieses sich sofort aufschließen natürlich auch die Schwierigkeiten voll zeigt. Man lässt sich gehen im Du viel eher, nicht? Während ihm zur Freundschaft Distanz und Selbstentäußerung gehört, nicht? Vorsichtigkeit und Abwarten und dann erst zu einer ganzen Aufgeschlossenheit und Gemeinsamkeit zu kommen, ermöglicht. Und dies unheimlich schnell Du sagen und alles ausbreiten, programmiert ja die Schwierigkeiten, die man durch ein langsames und vorsichtiges Kennenlernen, ach, so bist du auch und so auch. Naja, ob ich das noch annehmen kann. Und da ist bei einem Sie zurückzutreten und zu sagen, ja, partiell, gut, auf diesem Gebiet sind wir sehr d'accord. Das kann eine partielle Freundschaft sein. Wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, dass eben bei einer echten Freundschaft und langsam gewachsen, muss man da sagen, über Schwierigkeiten hinweggehalten, eine Freundschaft wie die mit dieser Freundin aus der Kinderzeit selbstverständlich wird. Ewig neu geboren, ewig neu erarbeitet und dazu lassen sich ja, soweit ich das sehe, sehr viele gar keine Zeit. Da ist gemeinsames Segeln oder gemeinsames Bergwandern und da wird Freund genannt, was Kamerad bestenfalls ist. Da würde ich sehr stark unterscheiden, nicht? Für viele Menschen verliert ja die Freundschaft ihren Sinn, auch ihre Bedeutung, wenn sie nicht täglich gelebt wird. Sie haben es nun fertiggebracht, ein Leben lang eigentlich auf Distanz eng befreundet zu sein. Wie haben Sie das geschafft? Wieder aufgrund dieser Schwingung und einer gemeinsamen Lust, sich immer wieder neu kennenzulernen. Genau wie man auch in einer Ehe nie sagen muss, ich kenne dich ganz, ich habe dich ganz, ich besitze dich. Ich muss dich immer wieder neu erobern. Neu kennenlernen. Aber das ist mühsam.
Selbstverständlich. Leben ist Arbeit, nicht? Und Leben und Lieben ist nicht einfach drauf los Glück haben, sondern einen Wert schaffen zu zweit oder zu dritt oder zu viert, nicht? Und neue Freundschaften bedeuten auch immer wieder Distanz und auch, wie soll ich das ausdrücken, sich bescheiden. Man kann nicht alles erwarten. Man muss immer Einschränkungen genauso in Kauf nehmen, wie man sie bei sich. Ich weiß ja, ich bin auch nicht vollkommen. Ich habe sehr unangenehme Eigenschaften, ganz sicher. Und jeder von uns hat die. Und die mit integrieren in die Freundschaft oder Ehe, das ist Geheimnis des Erfolgs, für mein Gefühl. Ich kann nicht alles erwarten, kann ich auch von mir nicht alles erwarten. Könnten Sie sich ein Leben ohne Freunde vorstellen? Nein. Absolut nicht. Es wäre eine unglaubliche Verarmung. Nach 3 gemeinsam verlebten Tagen in Darmstadt trennen sie sich nun wieder. Eine Trennung, die schon jetzt mit der Freude auf das Wiedersehen verbunden ist. Das ist gut, Kind. Komm bloß bald wieder, Menschenskind. Ja, bald, sehr bald. In der Zwischenzeit werden sie sich schreiben. Sie werden telefonieren und sich das Gefühl erhalten, die Freundin ist da. Sie gehört in mein Leben, sie gehört zu mir. Ein Gefühl, das mit ihnen gewachsen ist. Gewachsen aus der Kinderzeit. Wir wollten jetzt sprechen darüber, warum man sich einen Freund wünscht. Jana. Weil man sonst so allein ist und das ist dann ganz langweilig. Mhm. Wenn ich zu Hause ein Messer habe und ich bin mit meinem Freund weg und er hat kein Messer, dann hole ich meine 2 Messer raus und dann gebe ich ihm meins und dann schnitzen wir. Wir einigen uns immer und wir kaufen uns Eis und so. Und wenn einer mal keine Moneten mehr hat, dann legt einer einmal was aus und so. Ihr helft euch auch gegenseitig aus, ne? Ihr habt jetzt erzählt, wie gut ihr euch mit eurem Freund oder eurer Freundin versteht. Aber ich weiß auch, dass ihr schon mal angedeutet habt, dass es auch mal Streit zwischen euch und eurer Freundin oder eurem Freund gegeben hat. Ja. Yvonne. Wir haben uns mal um eine Puppe gestritten. Mhm. Und wie war das da? Ja, ich wollte immer die Puppe haben und sie auch. Und da haben wir sie weggelegt. Und wenn ein Thomas haut, dann helfe ich denen. Und dann sage ich denen, der Thomas haut auch mal, dass er das nicht weiter tun soll. Und wenn, dann helfe ich denen eben ein bisschen. Und dann geht er auch weg. Dem Freund, wenn er mal in einer Notlage sich befindet, nicht? Genau. Ihm dann Hilfe leisten. Das finde ich auch eine gute Idee. Marie-Louise Lehmann ist Lehrerin an einer Grundschule in Oldenburg. Sie ist 37 Jahre alt, verheiratet und hat einen 16 Jahre alten Sohn. Reicht die Tapete eigentlich, die Korktapete? Ja, die Korktapete reicht. Klar. Ist genug da. Anfangs hatte sie hier mit ihrem Mann nur die üblichen Kontakte im Ehepaarstil, wie sie es heute nennt. Sie aber wollte mehr. Sie suchte und fand eine Freundin, einen Menschen, von dem sie zu viel, zu schnell, zu unbedacht Gemeinsamkeit erwartete. Nachher Krüger. Ach so. Weil wir dann ja gerade in der Gegend sind. Ja. Heute sieht sie es. Die Enttäuschung war vorprogrammiert. Ja, das war also eine sehr faszinierende Sache eigentlich zu Beginn und auch eine ganze lange Zeit, weil es sehr viele Bereiche gab, in denen wir einen ganz regen Austausch hatten und der eben diesem Bedürfnis nach geistigem Gegenüber sehr entgegengekommen ist bei mir. Wir haben uns über unsere Hobbys und unseren Beruf verständigen können und es war eine sehr selbstständig denkende Frau, was mir also sehr nahe kommt und sehr gut gefällt. Und so hat sich also ein sehr, sehr reger Austausch damals entwickelt. Was hatten Sie denn damals von Freundschaft erwartet? Ja, es war eigentlich bei mir eine Zeit, in der ich sehr intensiv die Außenkontakte erlebt habe. Außerhalb Beruf und Familie. Außerhalb Beruf, außerhalb Familie. Denn
es gibt also im Leben so Zeiten, da hat man so eine gewisse Erfahrung mit dem Umfeld, in dem man sich im Großen und Ganzen befindet. Nicht? Also im Beruf ist man kein Neuling mehr, die Ehe ist auch schon einen Tag älter sozusagen. Und in dem Zusammenhang hatte ich dann so das Bedürfnis nach neuen Persönlichkeiten oder einer neuen Persönlichkeit, so viele gibt es da ja dann nicht, die dann in Betracht kommen, nicht? Weil man eben auch an Menschen doch kritischer herangeht und eben so seine Vorstellungen zunächst überprüft, wenn man jemanden kennenlernt. Was ist denn für Sie die wichtigste Funktion der Freundschaft? Das war ja eigentlich sehr gezielt gesucht, aus einem Defizit heraus. Ja, ich würde sagen, also in einem anderen Menschen auf einer vertrauensvollen Ebene ein Gegenüber zu finden. Nicht so sehr jetzt sich selbst anderswo zu projizieren und wiederzufinden, sondern wirklich eben durch die Vielfalt dessen, was Menschen sein können, angesprochen zu werden und Anstöße auch selbst so für sich selbst zu finden. Mhm. Sie sagen, dass die Freundschaft nicht lange gedauert hat. Was ist denn schiefgegangen, beziehungsweise was haben vielleicht Sie selbst auch falsch gemacht? Ja, nachdem sich da so in stürmischerer Art und Weise unsere Beziehung entwickelt hatte, hat das auch ganz konkrete Folgen im Alltag gehabt. Das heißt, der Zeitbedarf, der sich da so entwickelte, der hat eigentlich im Laufe der Zeit so weit zugenommen, dass also auch dadurch Spannungen innerhalb der Familie aufgetreten sind und mir damals das Ungleichgewicht zwischen dem, was also Freundschaft vertragen kann noch und dem, was auch Familie braucht und fordert, dieses Gewicht, das war nicht mehr so im Lot. Sie hat die Verbindung abgebrochen. Eine zwar schmerzliche, aber letztlich notwendige Entscheidung. Denn die Faszination wich der Erkenntnis, dass diese Freundschaft mit ihrem Alltag, das heißt mit ihrer Ehe, ihrem Familienleben, nicht zu vereinbaren war. Unsere Lebenskonzepte stimmten nicht überein, sagt sie heute. Es entstanden Spannungen und Konflikte im Hause Lehmann. Woran lag es aus der Sicht des Mannes? Es lag daran, dass im Laufe dieser Freundschaft von Seiten der Freundin sich Übergriffe häuften, die in Bereiche eindrangen, die eigentlich nur meiner Frau und mir gehören und die dazu unter Umständen geeignet waren, unsere Ehe in einer bestimmten Form zu verändern, so wie es mir nicht gefallen hätte und meiner Vorstellung von Ehe nicht entsprochen hätte. Und deswegen ist es von mir begrüßt worden, dass sich diese Freundschaft gelöst hat, weil ich eine solche Form von Freundschaft als eine Bedrohung empfunden habe, die eigentlich nichts mit einer wirklichen Freundschaft zu tun hat, die Ehe auch mit tragen soll und die Ehe so stützen soll, wie sie eben da ist. Frau Lehmann, viele Frauen haben Schwierigkeiten, Freundschaften zu halten. Glauben Sie, dass Frauenfreundschaften besonders schwierig, anfällig sind? Ich glaube, dass Frauenfreundschaften eher mühsam sind. Das hat bestimmt damit zu tun, dass wir erzogen worden sind, in der Hinsicht eher in der anderen Frau vielleicht auch eine Konkurrentin sehen zu sollen. Und unser Lernprozess geht eigentlich doch mehr und mehr dahin, dass wir in dem Umgang miteinander diesen Konkurrenzgedanken überwinden sollten, fallen lassen sollten und vor allen Dingen uns in der Ergänzung zum Mann betrachten sollten. Was sehen Sie denn als das Besondere einer Frauenfreundschaft an? Also was können Sie in dieser Verbindung erhalten, was Sie in Ehe oder in der Bekanntschaft, Freundschaft mit Männern nicht erfahren können? Da ist also der große Vorteil des weiblichen Einfühlungsvermögens und des Verständnisses einfach bestimmter Grundstrukturen, die in einem Frauenleben, so vielfältig die unterschiedlichen Schicksale auch sein mögen,
jeder vom anderen im Grunde kennt, ohne dass man sich darüber lange und breit verständigen muss. Das ist also eine ganz wichtige Seite einer Frauenfreundschaft, finde ich. Wenn man die richtige findet. Wenn man die richtige findet, natürlich, klar. Inzwischen hat Marie-Louise Lehmann eine neue Bekanntschaft gemacht. Eine Kollegin, die ihre beruflichen und privaten Interessen teilt und sie fördert. Sie hofft, dass es zur Freundschaft wird. Aber sie fordert es nicht mehr. Sie hat erfahren, wie wichtig es ist, vorsichtiger mit dem Wort Freundschaft umzugehen. Und auch behutsamer mit Menschen, mit Gefühlen. Ja, ich musste ja nun lernen, dass, und habe, glaube ich, das auch mir versucht, doch bewusst zu machen, dass einfach zu viel Schwung und zu viel Einsatz nicht unbedingt das Angebrachte ist und das Angemessene ist. Denn mehr Fingerspitzengefühl und eben dieses sehr viel Zeit lassen und auch Geduld haben, einen Menschen kennenzulernen. Das schützt einen dann auch vor der Vereinnahmung beziehungsweise vor dem vereinnahmt werden, andererseits natürlich auch. Und da ich also ein Typ bin, der durchaus weiß, dass man also auf Menschen zugehen muss und nicht lange, nicht in dem Sinne warten kann, bis einer mal vorbeikommt, ist das für mich jetzt so ein gewisses Regulativ zu sagen, lieber Fingerspitzengefühl, und es hat ja Zeit. Das ist eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ja, und dann kommt ganz bestimmt noch dazu, dass man also auch nicht unbedingt zum Beispiel Therapeut eines anderen dauernd sein könnte. Nicht? Das ist auch ganz wichtig. Und wo sind die Grenzen der Freundschaft? Gibt es Signale dafür, dass man sagt, bis hierhin und nicht weiter? Oder gibt es keine Grenzen? Die gibt es durchaus. Ganz bestimmt. Eben, wenn zum Beispiel in diesen ganzen Bereichen, die so das Leben ausmachen, Beruf, Familie, Ehe und was da alles dazugehört, wenn dieser Lebensstrang durch diese Faser Freundschaft überstrapaziert wird, zum Beispiel, nicht? Dann ist das ein Anzeichen eigentlich, dass da irgendwas doch nicht ausgewogen läuft. Sie sagen, Freundschaft ist ein Gefühl. Wie können Sie dieses Gefühl beschreiben? In diesem Gefühl steckt viel drin von einer liebevollen Distanz zu einem anderen Menschen, eine ganze Menge Vertrauen, dann ganz bestimmt die Wellenlänge, diese Ebene, die da stimmen muss. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Rahmen einer Freundschaft sehr viele beruhigende und ruhig machende kleine, glückliche Erlebnisse und Glücksmomente drin enthalten sein können. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running. See you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. Know you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend.